Willkommen zu unserer heutigen Coffee Lecture zum Thema Literaturverwaltungsprogramme im Vergleich. Unsere Referentin Christine Auer wird uns jetzt eine Einführung geben. Bitte schön. Ja, danke, Christina. Dann teile ich mal den Bildschirm. Ich habe eine kleine Präsentation zum Thema vorbereitet. Und darum geht es heute. Genau, wir gucken uns heute einmal an, was Literaturverwaltungsprogramme überhaupt sind, also wobei die uns helfen können, was die alles können. Und dann gucken wir uns konkret ein paar Funktionen von Literaturverwaltungsprogrammen an, sodass Sie hinterher hoffentlich eine Entscheidung treffen können, welches Programm für Sie das Richtige ist, um damit in den Hausarbeiten und Bachelorarbeiten zu arbeiten. Was können die Literaturverwaltungsprogramme überhaupt für uns tun? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn man irgendwie an der Hausarbeit sitzt, dann sieht man hoffentlich nicht so aus, aber es kann durchaus sein, dass einen das alles ein bisschen erschlägt, Literatur zu sammeln, die richtig zu verwalten und dann hinterher auch die Zitate sich irgendwie zu merken, was man hinterher in seine Arbeit bringen möchte. Und man ist ja auch meistens ein bisschen spät dran, vielleicht, wenn man eine Hausarbeit abgeben muss mit dem Schreiben. Ja, kann schon mal ein bisschen dran verzweifeln dann an der Literaturverwaltung. Genau da setzen die Literaturverwaltungsprogramme quasi an. Die helfen uns bei allen Schritten der Hausarbeit, zumindest die Literatur im Blick zu haben. Die helfen uns einmal ganz konkret beim Sammeln von Literaturnachweisen. Also das heißt, die bibliografischen Daten können damit eingesammelt werden. Man muss die sich nicht händisch irgendwo aufschreiben, sondern kann das ganz bequem im Literaturverwaltungsprogramm speichern. Da drin kann man das auch dann verwalten. Das heißt, man kann da Volltexte meistens mit reinnehmen und damit arbeiten. Man kann die sich gliedern, wie man möchte, sodass man da einen guten Überblick hat. Und die helfen einem hinterher tatsächlich auch beim Zitieren. Also helfen uns dabei, Kurzbelege in die Arbeiten einzufügen und das Literaturverzeichnis automatisch zu erstellen. Zu den 3 Punkten habe ich jetzt noch mal ein bisschen was mitgebracht. Gucken wir uns jetzt noch mal ganz kurz das Sammeln, Verwalten und Zitieren an. Das Sammeln funktioniert tatsächlich in ganz vielen Katalogen und Datenbanken mit einem Klick, dass man sich da die bibliografischen Angaben importieren kann. Ich habe hier einmal 2 Beispiele mitgebracht. Das obere ist ein Screenshot aus unserem Katalog der ELIB. Da haben wir an jedem Titel tatsächlich so einen kleinen Button Export zur Literaturverwaltung. Das habe ich da einmal gelb markiert. Da muss man dann einfach nur draufklicken und kann das in sein Literaturverwaltungsprogramm seiner Wahl exportieren. Darunter habe ich einfach mal ein Beispiel aus einer Datenbank eingefügt. Man sieht, diese Buttons sehen immer ein bisschen anders aus. Also man muss immer ein bisschen darauf achten, dass die nicht immer gleich aussehen. Manchmal muss man da ein bisschen suchen. Aber im Prinzip ist das immer irgendwie was exportieren oder send to oder senden an heißt, so ein Button, der einem dann hilft, das zu exportieren. Dann haben wir einmal den Punkt Verwalten. Also man kann die Literaturnachweise, die man sich dann zusammengesucht hat, aus den Katalogen und Datenbanken einmal im Literaturverwaltungsprogramm speichern, sich da sortieren, bearbeiten, Volltexte speichern. Da ist ziemlich viel möglich. Ich habe hier auch wieder einen Screenshot. Das ist als Beispiel mal für Citavi, wie das überhaupt aussieht, so ein Literaturverwaltungsprogramm. Und man sieht da links einmal die Literaturliste, also alles, was man sich zusammengesammelt hat. In der Mitte so ein Titel in der Vollansicht oder in der Titelansicht, wo dann die ganzen bibliografischen Daten einmal stehen. Und ganz rechts sieht man einmal den Volltext, mit dem man dann auch arbeiten könnte, also Sachen markieren und so weiter. Die sehen alle ein bisschen anders aus, die Literaturverwaltungsprogramme tatsächlich, aber vom Prinzip sind die alle gleich aufgebaut. Dann haben wir einmal das Zitieren. Das habe ich ja eben schon gesagt. Mit einem Klick kann man da Referenzen und das Literaturverzeichnis erstellen. Das ist super praktisch. Da muss man halt nicht mehr händisch alles eingeben, sondern hat das ganz bequem mit einem Klick beides erstellt. Also die Kurzreferenz und das Literaturverzeichnis. Und das kann dann zum Beispiel so aussehen. Oben
habe ich hier einmal einen Text geschrieben, das, was man zitieren möchte. Und es ist dann so, man klickt einmal auf die Referenz, die man einfügen möchte. Und der macht hier, was gelb markiert ist, einmal diese Kurzreferenz. Da kann man sich auch aussuchen, ob man das im Text haben möchte oder als Fußnote. Und dann wird auch einmal das Literaturverzeichnis automatisch mit dem Klick erstellt. Und so sieht man dann hoffentlich glücklich und entspannt aus, wenn man mit dem Literaturverzeichnis, mit dem Literaturverwaltungsprogramm gearbeitet hat. Dann ist man ganz entspannt, keine Bücherhaufen mehr um einen rum. Die Volltexte sind, wenn möglich, hoffentlich alle im Literaturverwaltungsprogramm. Geht natürlich nicht immer, aber man kann sich auf jeden Fall ein bisschen entspannter zurücklehnen. So, Frage, was wir anbieten. Wir haben ganz verschiedene Programme tatsächlich bei uns im Programm von der Bibliothek. Wir haben einmal Citavi und Citavi Web. Das erzähle ich gleich noch ein bisschen genauer. Dann haben wir RefWorks. EndNote haben wir allerdings nur für die Universitätsangehörigen, lizenziert nicht für die Hochschulangehörigen. Und Zotero als freies Open-Source-Programm. Wie findet man jetzt raus, welches Programm für sich selbst am besten ist, womit man am besten arbeiten kann? Dafür habe ich einmal hier so eine kleine Übersicht mitgebracht, wo man einmal sieht, welche Programme was können. Es ist eigentlich eine ganz grundsätzliche Frage, erstmal mit was für einer Plattform man arbeitet, also mit was für einem Betriebssystem, ob mit Windows oder mit Mac. Man sieht hier schon Citavi Client, also die Version, die man auf dem Desktop hat, ist zum Beispiel nur mit Windows kompatibel, die anderen Programme auch mit Mac. Da muss man einmal gucken, was man für ein Textverarbeitungsprogramm nutzen möchte. Die Programme funktionieren eigentlich alle mit Word. Und da muss man halt schauen, wenn man LibreOffice nutzt, dass man vielleicht Zotero benutzt, weil das damit ganz gut funktioniert. Es gibt auch 2 Programme, RefWorks und Zotero, die auch mit Google Docs funktionieren. Da gibt es dann auch jeweils so ein Add-in für, wenn man jetzt zum Beispiel in der Gruppe eine Hausarbeit schreibt oder einen Vortrag bearbeitet, wo man auch Zitate einbringen muss, dann ist das ganz praktisch. Auch auf die anderen Sachen kann man noch so ein bisschen achten, was möchte ich für eine Sprache haben in meinem Programm. Möchte ich mich damit mehr oder weniger beschäftigen? Möchte ich das schnell benutzen oder möchte ich mir Zeit nehmen für die Einarbeitung? Was brauche ich für Funktionen? Da gibt es so Grundfunktionen, die ich eben ja erklärt hatte, mit dem Sammeln, Verwalten und Zitieren. Es gibt aber zum Beispiel bei Citavi auch noch so einen Extrapunkt Wissensmanagement, was tatsächlich nur Citavi bietet. Da kann man auch direkt sich so Zitate in Citavi erstellen, also dort speichern und kann die dann auch direkt mit einem Klick in seine Arbeit übernehmen. Dann ist noch ein wichtiger Punkt, ob man clientbasiert oder browserbasiert arbeiten möchte. Für den Browser braucht man halt immer einen Internetzugang, wenn man dann damit arbeiten möchte. Heißt, wenn man viel unterwegs arbeitet, ist das vielleicht nicht das richtige Programm. Man kann es aber natürlich dann an jedem Rechner nutzen. Wenn man clientbasiert arbeitet, hat man es halt auf seinem Rechner lokal gespeichert, kann damit auch offline arbeiten. Aber wenn man dann mal an einem anderen PC arbeiten möchte, ist das halt nicht so einfach. PDF-Reader haben jetzt eigentlich alle Programme und unten ist nochmal aufgeführt die Kosten und die Lizenz. Das ist auch nochmal wichtig. Wir lizenzieren wir erstellen die Lizenz bereit für Citavi und RefWorks, also die Universitätsbibliothek. Die Lizenz für EndNote bezahlt das Zentrum für Netze, deswegen können das auch nur Universitätsangehörige nutzen. Und Zotero, hatte ich ja kurz schon angesprochen, ist quelloffen und kostenfrei. Das könnte man also auch nach dem Studium noch weiter nutzen. Genau, was vielleicht noch eine interessante Frage ist, womit arbeiten die anderen in meinem Fachbereich? Gibt es da vielleicht irgendwie ein Programm, was viele benutzen? Dann könnte man sich überlegen, das halt auch zu nehmen, weil viele Programme auch die Zusammenarbeit halt anbieten, also dass man zusammen an Projekten arbeiten kann. Da kann man dann auch immer einmal gucken, was die Fachcommunity so nutzt. Genau, das einmal als Überblick. Jetzt ist natürlich auch spannend, wie komme ich da ran? Das Ganze zum Download, die ganzen Programme gibt es auf unserer Seite, auf unserer Webseite, einmal unter Service und Beratung und dann haben wir einen Extrapunkt Literaturverwaltung. Da kann man sich alle Programme nochmal anschauen, was sie können. Da sind so Kurzzusammenfassungen, da sind auch
in der Regel Videos verlinkt, die man sich nochmal anschauen kann, wo das so ein bisschen erklärt ist und gezeigt. Und genau, die ganzen direkten Download-Links beziehungsweise die Registrierungsseiten, wenn es jetzt ein browserbasiertes Programm ist. Wenn es da irgendwie mal Fragen zu gibt, dann kann man uns jederzeit erreichen. Wir haben eine extra E-Mail-Adresse für Fragen der Literaturverwaltung. Man kann natürlich auch uns anrufen und wir haben auch regelmäßig Schulungen zu dem Programm. Also gerade jetzt zu Citavi und zukünftig auch zu Zotero wird es regelmäßig Schulungen geben, die man auch auf unserer Webseite findet oder in StudIP bzw. Aulis für die Hochschule. Und wenn Sie jetzt schon mit einem Programm arbeiten und da tiefergehende Fragen zu haben wir auch unsere Sprechstunden, wo man dann konkret nochmal Fragen stellen kann. Das so als kleiner Input. Jetzt hätten wir Zeit für Fragen.